Was, wenn deine Katze etwas hasst, das du jeden einzelnen Tag tust, ohne es überhaupt zu merken? Du würdest es doch wissen wollen, oder? Das Schwierige ist nur, Katzen beschweren sich nicht wie Hunde. Sie bellen nicht, sie jammern nicht, sie machen kein großes Drama. Sie ziehen sich einfach still zurück. Und genau deshalb merken viele Halter oft gar nicht, was ihre Katze eigentlich von ihnen entfernt hat. Einige Dinge, über die wir heute sprechen, werden dich wahrscheinlich überraschen. Denn es geht nicht nur um offensichtliche Fehler. Es geht auch um Dinge, die sich für uns ganz normal oder sogar liebevoll anfühlen. Um Gewohnheiten, über die man im Alltag gar nicht nachdenkt. Fangen wir mit etwas an, das sehr viele Katzenhalter komplett unterschätzen. Erstens Duftkerzen und ätherische Öle. Du kennst sicher diese Situation. Abends nach einem langen Tag zündest du eine Kerze an, vielleicht Vanille, Lavendel oder etwas Frisches, damit die Wohnung gemütlich wirkt und du entspannen kannst. Für dich ist das angenehm, für deine Katze oft überhaupt nicht. Während du die Stimmung genießt, sitzt sie in einer Duftwolke, die für ihre Nase sehr viel intensiver ist, als du dir vorstellen kannst. Katzen haben einen extrem feinen Geruchssinn. Was für uns dezent riecht, kann für sie schon überwältigend wirken. Und genau da beginnt das Problem. Viele Katzen ziehen sich bei starken künstlichen Düften einfach zurück. Sie verlassen den Raum, legen sich plötzlich woanders hin oder wirken unruhiger, ohne dass man den Zusammenhang sofort erkennt. Noch heikler wird es bei ätherischen Ölen. Gerade stark konzentrierte Düfte oder Diffuser in geschlossenen Räumen sind keine gute Idee. Denn Katzen können bestimmten Stoffen schlechter ausweichen als wir. Das Tückische daran ist, deine Katze wird dir das meistens nicht deutlich zeigen. Sie hustet nicht dramatisch, sie springt nicht panisch auf und sie beschwert sich auch nicht. Sie geht einfach, leise, unauffällig. Und du denkst vielleicht nur, heute schläft sie wohl mal woanders. Aber genau dieses stille Zurückziehen ist eines der Dinge, die Katzenhalter am häufigsten falsch deuten. Und darauf kommen wir später noch einmal zurück. Wenn du Kerzen oder Raumdüfte magst, heißt das nicht automatisch, dass du auf alles verzichten musst. Aber du solltest sehr bewusst damit umgehen. Gute Lüftung, Vorsicht mit intensiven Düften und vor allem keine ätherischen Öle in Räumen, aus denen deine Katze nicht ausweichen kann. Dein Entspannungsritual sollte nicht auf Kosten ihres Wohlbefindens gehen. Zweitens, sie dazu zwingen, ihr Revier zu teilen. Wenn du mehr als eine Katze hast, kommt jetzt vielleicht ein unangenehmer Gedanke. Was, wenn eine deiner Katzen still leidet? Viele Menschen gehen davon aus, dass Katzen das schon irgendwie untereinander regeln. Man holt eine zweite Katze dazu, stellt Näpfe hin, eine Wasserstelle, vielleicht ein Katzenklo und hofft, dass sich alles von selbst einspielt. Aber so einfach funktioniert das oft nicht. Katzen sind keine Rudeltiere wie Hunde. Sie teilen nicht automatisch alles friedlich miteinander. Auch wenn zwei Katzen zusammenleben, heißt das noch lange nicht, dass sie Ressourcen gern teilen möchten. Wenn sie ständig um Futterplätze, Wasser oder Schlafplätze konkurrieren müssen oder die Toilette konkurrieren müssen, entsteht oft ein unterschwelliger Dauerstress. Das Gefährliche daran, man sieht diesen Stress nicht immer sofort. Es muss nicht erst gefaucht oder gekämpft werden. Manchmal frisst eine Katze einfach weniger. Manchmal meidet sie das Katzenklo. Manchmal zieht sie sich immer häufiger unter das Bett zurück, während die andere scheinbar ganz entspannt durch die Wohnung läuft. Als gehöre ihr alles. Aus Katzensicht tut es das vielleicht auch. Viele Halter merken gar nicht, dass ein stiller Revierkonflikt herrscht. Kein offener Krieg, aber eine dauerhafte Spannung im Alltag. Die Lösung ist meistens gar nicht kompliziert, wird aber oft vernachlässigt. Jede Katze sollte ihre eigenen wichtigen Ressourcen haben. Also nicht nur genug Futter und Wasser, sondern auch genug Abstand zwischen den Plätzen. Beim Katzenklo gilt als gute Faustregel: eine Toilette pro Katze plus eine zusätzliche. Dazu mehrere erhöhte Liegeplätze und Rückzugsmöglichkeiten und möglichst auch vertikale Flächen wie Kratzbäume oder Regalbretter. Für Katzen bedeutet Höhe oft Sicherheit. Nicht nur Bodenfläche ist wichtig, sondern auch die Möglichkeit auszuweichen, zu beobachten und Distanz zu schaffen. Du brauchst also nicht zwingend eine riesige Wohnung. Aber du solltest aufhören, deine Katzen ständig um alles konkurrieren zu lassen. Deine Katze rollt sich auf den Rücken und zeigt dir ihren Bauch. Und was machen die meisten Menschen? Sie gehen direkt mit der Hand hin. Und ein paar Sekunden später schnappt die Katze zu, hält deine Hand fest oder tritt mit den Hinterpfoten dagegen,
Und du fragst dich, was war das denn jetzt? Die Wahrheit ist, wenn eine Katze ihren Bauch zeigt, ist das meistens keine Einladung zum Streicheln. Es ist eher eine Botschaft. Eine Katze sagt damit oft, ich fühle mich in diesem Moment sicher genug, um dir meine verletzlichste Seite zu zeigen. Mehr nicht. Gerade deshalb ist dieses Verhalten eigentlich ein großes Vertrauenszeichen, denn der Bauch ist für Katzen ein extrem sensibler Bereich. Dort liegen die lebenswichtigen Organe. In freier Natur wäre es hochriskant, diesen Bereich offen zu zeigen. Wenn deine Katze das also zu Hause tut, ist das ein Zeichen dafür, dass sie sich sicher fühlt. Viele Halter machen daraus aber sofort eine Streicheleinladung. Und genau das kann das Vertrauen in diesem Moment kippen lassen, denn aus Sicht der Katze passiert dann etwas, das sie gar nicht wollte. Sie zeigt Verwundbarkeit und bekommt genau dort eine Berührung, wo sie am empfindlichsten ist. Das bedeutet nicht, dass keine Katze am Bauch berührt werden möchte. Aber für sehr viele Katzen ist dieser Bereich tabu oder nur in ganz bestimmten Momenten okay. Viel wichtiger ist deshalb, achte darauf, wo deine Katze tatsächlich gern gestreichelt wird. Viele mögen eher Wangen, Kopf, unter dem Kinn oder den Bereich an den Ohren. Dort reagieren Katzen oft deutlich positiver und entspannter. Wenn deine Katze sich also das nächste Mal auf den Rücken dreht, musst du daraus nichts machen. Du kannst einfach da sein, ruhig mit ihr sprechen, langsam blinzeln und den Moment stehen lassen, ohne ihn sofort körperlich zu nutzen. Genau so entsteht oft die stärkere Bindung. Hast du schon mal deiner Katze länger direkt in die Augen geschaut und gedacht, das sei ein besonderer Moment? Für Menschen fühlt sich direkter Blickkontakt oft nach Nähe an, nach Aufmerksamkeit, Ehrlichkeit oder Verbundenheit. Für Katzen kann das aber etwas ganz anderes bedeuten. Ein langer, direkter, unbewegter Blick ist in der Katzensprache oft kein Liebeszeichen, sondern eher ein Signal von Spannung oder Herausforderung. Unter Katzen ist ein starrer Blick häufig Teil einer angespannten Situation. Deshalb kann es sein, dass deine Katze sich bei zu intensivem Anstarren eher unwohl fühlt. Und genau hier wird es spannend. Viele Katzen machen etwas ganz anderes, wenn sie sich wohlfühlen. Sie blinzeln langsam. Dieses halb geschlossene, entspannte Blinzeln ist oft ein sehr sanftes Signal von Ruhe und Vertrauen. Statt sie also anzustarren, ist es viel sinnvoller, sie weich anzuschauen. Ohne Druck, ohne Erwartung, einfach ruhig. Sehr oft bekommst du genau dieses Blinzeln zurück. Und dieser kleine Moment sagt mehr als jeder lange Blickkontakt. Es ist ein stilles, alles gut. Ich fühle mich sicher. Wenn du deiner Katze also wirklich Nähe zeigen willst, dann sprich lieber ihre Sprache, nicht unsere. 5. Ihre Sachen plötzlich zu verändern. Kennst du das? Du stellst Möbel um oder räumst die Wohnung etwas um. Du verschiebst das Katzenbett, den Kratzbaum oder das Katzenklo und plötzlich wirkt deine Katze tagelang seltsam. Viele Menschen sagen dann, typisch Katze, schon wieder übertrieben. Aber aus Katzensicht passiert gerade etwas sehr Ernstes. Katzen erleben ihr Zuhause nicht so wie wir. Wir sehen Räume und Deko. Katzen sehen ein fein abgestimmtes Revier. Jeder wichtige Ort, jede Ecke, jeder Laufweg und jeder Geruch hat für sie eine ganz bestimmte Funktion. Wenn du ihr Bett verschiebst oder den Napf an einen anderen Ort stellst, fühlt es sich an, als stimme ihre innere Karte nicht mehr. Katzen orientieren sich stark über Raumgefühl, Gewohnheit und Geruch. Sie bauen sich im Kopf eine Landkarte ihrer sicheren Umgebung. Sie markieren diese Umgebung, indem sie mit dem Kopf an Möbeln entlang streichen. Für uns ist das süß, für sie bedeutet es Sicherheit. Wenn diese Orientierung plötzlich wegfällt, reagieren manche Katzen mit Rückzug, Verunsicherung oder auffälligem Verhalten. Sie verstecken sich mehr, fressen schlechter oder zeigen Unruhe. Auch Unsauberkeit kann in solchen Phasen eine Stressreaktion sein. Deshalb gilt, wenn du Dinge verändern musst, mach es möglichst schrittweise. Nicht alles auf einmal. Gib deiner Katze Zeit, den Raum neu zu erkunden. Verändere zentrale Dinge wie Futterplatz oder Katzenklo nicht gleichzeitig. 6. Sie zu ignorieren, wenn sie mit dir spricht. Das ist vielleicht der wichtigste Teil des ganzen Videos. Viele Menschen wissen gar nicht, dass erwachsene Katzen untereinander meist viel weniger miauen, als sie es bei Menschen tun. Das Miauen ist vor allem eine Form der Kommunikation, die Katzen speziell im Zusammenleben mit uns nutzen. Wenn deine Katze miaut, trillert oder dir durch den Flur folgt,
versucht sie, mit dir in Kontakt zu treten. Und was passiert, wenn das dauerhaft ins Leere läuft? Viele Katzen werden dann nicht automatisch lauter. Sie werden leiser, sie versuchen es nicht immer intensiver, sondern geben oft irgendwann auf. Das ist traurig und leicht zu übersehen. Hier verbindet sich alles: Revierstress, falsch gedeutete Signale und plötzliche Veränderungen. Die Katze beschwert sich nicht laut, sie zieht sich einfach Stück für Stück zurück. Deshalb ist es so wichtig, dass du antwortest, wenn sie Kontakt sucht. Du musst nicht jedes Miauen perfekt verstehen, aber du kannst zeigen, dass du sie wahrnimmst. Sprich mit ihr. Denn eine Katze, die weiterhin kommuniziert, glaubt noch daran, dass du zuhörst. Dieses Vertrauen solltest du nicht verlieren. Fazit: Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht darum, deine Katze besser zu lesen und zu verstehen. Wenn du sensibler mit ihrem Umfeld umgehst, wird eure Beziehung ruhiger, enger und vertrauensvoller. Wenn du deine Katze besser verstehen willst, abonniere den Kanal. Welcher Punkt wird deiner Meinung nach am häufigsten übersehen?